Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 10 Relief. Seine Sicht. Trafalgar sitzt, wie auch Sashi, Pinguin und Beppo, an dem Krankenbett des geheimnisvollen Mädchens. Was hat sie? Bricht Sashi nach einiger Zeit die entstandene Stille. Law schweigt. Du hast sie doch untersucht! Knurrt Pinguin aufgebracht an. Ich weiß es nicht. Ich habe rein gar nichts gefunden, knirscht er mit zusammengepressten Zähnen gezwungen ruhig zurück. Langsam legt sich das Mädchen, weswegen alle bis auf Law von ihren Plätzen aufstehen und gebannt auf diese starren. Die Kleine richtet sich vorsichtig auf und sieht dann an sich runter. Wie geht es dir? Fragt Sashi sie sofort, weswegen sie erschrocken zusammenzuckt. Ich habe Hunger, antwortet sie schlicht und ausweichend, als wäre nie etwas vorgefallen. Sie schwingt ihre Beine über die Bettkante und versucht angestrengt aufzustehen. Was wird das? Fragt Pinguin sie verwundert und drückt sie sanft zurück auf das Laken. Sie lächelt ihn breit an. Ich habe Sashi-kun versprochen, beim Kochen zu helfen, antwortet sie im Stolz. Nichts da, ermahnt Sashi sie, scheint wirklich abgelenkt durch ihr Handeln und vergisst den Vorfall für einen Moment. Du ruhst dich aus. Nun richtet sich auch Law auf und stellt sich an ihre Seite. Als sie ihn bemerkt, macht sie sich automatisch kleiner und wirkt deutlich nervöser. Du schuldest mir Antworten, behauptet er kühl. Sie sieht bedrückt auf ihre Hände. Die anderen setzen sich zurück auf die Stühle und warten gespannt. Wo hast du Schmerzen? Keine Antwort. Weißt du, ich finde einfach keine Verletzung und das ist für mich als Arzt echt frustrierend und vor allem macht es mich wütend, versucht er es mit mehr Nachdruck erneut. Er sieht förmlich den inneren Kampf, den sie ausfechtet. Ich will dir nur helfen, fügt er mit etwas Verständnis und Ehrlichkeit in der Stimme hinzu. Die Trainer kamen im Hintergrund, recken ihre Hälse, um auch ja alles mitzubekommen. Weiterhin keine Antwort. Trafalgar muss sich beherrschen, um nicht ausfallend, lauter oder sogar gewalttätig zu werden. Unser Captain ist der beste Arzt, den du je treffen wirst, wirft Sashi ein, mit der Hoffnung, nun Antworten zu bekommen. Zögernd zeigt sie auf ihr linkes Bein. Blitzartig zieht Law sich Handschuhe über und besieht sich ihr Bein ein weiteres Mal. Gespannt wartet das Trio auf seine nächsten Worte, seine Erkenntnis, doch Trafalgar rauft sich die Haare. Ich finde rein gar nichts, schreit er, wütend auf sich selbst. Die Crew staunt nicht schlecht, haben sie ihren Captain noch nie so unbeherrscht gesehen. Da ist nichts! Nicht mal winzige Einstichstellen! Flucht er weiter und tritt gegen einen Tisch mit verschiedenen Materialien drauf. Die Utensilien fallen klirrend zu Boden und der Tisch zerberstet an der gegenüberliegenden Wand. Der Zwerg zuckt bei der Lautstärke zusammen. Trafalgar atmet tief ein und aus, um sich zu beruhigen und richtet seine Aufmerksamkeit erneut dem Bein zu. Sag mir, wenn es weh tut, fordert er wieder beherrscht und in seinem Element. Ich finde meine Antworten. Entschlossen sieht er zu ihr auf. Hat er sich in die Hocke gesetzt, um besser ihr Bein zu untersuchen. Keine Antwort. Der Arzt reibt sich die Nasenwurzel. Sie hat Angst vor mir. Sie wird nicht mit mir sprechen. So komme ich nicht weiter. Law atmet genervt aus und hält ihr seine Hand hin. Umso größer die Schmerzen, umso kräftiger drückst du zu. Verstanden? Fragt er sie, und nach langem Überlegen nickt sie und ergreift zögerlich seine Hand, die im direkten Vergleich mit ihrer riesig wirkt. Vorsichtig streicht er mit einem Finger vom Knie aus bis zu ihrem Knöchel. Das wiederholt er weitere 3 Male, während die Crew erneut die Hälse reckt. Law runzelt die Stirn und lehnt sich etwas zurück, starrt sie lange an. Immer wenn ich ungefähr in der Mitte der Narbe bin, zuckt sie zusammen, lässt fast meine Hand absterben und ist kurz vorm Heulen. Das würde bedeuten, das kann nicht sein. Seine Augen weiten sich und sein Mund klappt für eine Sekunde auf. Dieses Mädchen sorgt immer wieder dafür, dass der undurchschaubare Trafalgar Deepwater Law seine Maske fallen lässt, schafft es, ihn aus dem Konzept zu bringen. Er musste dafür sorgen, dass das endet. Die Crew steht mittlerweile angespannt hinter Law und wartet, kurz vorm Platzen vor Aufregung und Neugier, auf seine Diagnose. Sein Blick verfinstert sich. Was ist da drin? Fragt er leise und nur an sie gewandt. Seine Stimme wirkt bedrohlich und fest, doch sie antwortet. Das Mädchen sieht benommen zur Seite. Eine Maschine. Wieder verfinstert sich seine Miene, während die Crew verwirrt zwischen den beiden hin und her schaut. Beppo, bereite alles für den OP vor. Sofort geht Beppo und tut das Gesagte. Währenddessen prüft Trafalgar ihren Blutdruck, Puls, die Herzströme und Sauerstoffsättigung. Sashi legt sie auf eine Liege und Trafalgar setzt an der Vene am Unterarm die Narkose. Ängstlich fängt sie seine Blicke mit den Augen ab. Law schaut über seine Schulter und als er sich sicher ist, niemand in der Nähe zu wissen, steckt er seine Hand nach ihr aus und beugt sich zu ihr runter. Der Tätowierte lehnt seinen Kopf gegen ihren, dass seine Lippen an ihrem Ohr sind. Keine Angst, ich hole es raus,
flüstert er einfühlsam, während er langsam den Kolben der Spritze in seiner anderen Hand runterdrückt. Nachdem die Kleine eingeschlafen ist, führt Lore ihr einen Schlauch durch die Luftröhre, damit sie während der OP atmet. Bei der OP überwacht Beppo die Monitore, auf denen man Blutdruck, Puls und Sauerstoffsättigung des Blutes sieht, um eintretende Komplikationen rechtzeitig abzufangen, während Sashi und Pinguin nur abwarten können. Ihre Sicht. Der Arzt ist leicht über mich gebeugt, hat einen Arm um mich gelegt und seine Hand an meinen Hinterkopf gelegt, während seine Wange an meiner schmiegt. Überrascht schiele ich zur Seite zu dem Mann, der mit einem Mal so liebevoll spricht. Ich spüre einen leichten Druck im Arm, dann werden meine Knochen schwer. Benebelt bekomme ich nur noch mit, dass ich langsam in seinen Arm erschlaffe und der Arzt mich vorsichtig zurück auf die Liege legt. Als werde es ein unvermeidliches Verlangen, versuche ich gegen dieses erdrückende und ermüdende Gefühl anzukämpfen, doch vergebens. Meine Lider werden immer schwerer und bald kommt mir alles so unecht und surreal vor. Das Letzte, was ich sehe, ist Trafalgar, der mir mit ernstem Blick eine Haarsträhne aus dem Gesicht streicht und mir erneut irgendetwas zuflüstert. Seine Berührung war unerwartet sanft. Ich stehe mit schweren Ketten um den Gelenken und Hals auf dem Schiff dieser Piraten. Sie haben ihr Wort gehalten und meine Cousine in Ruhe gelassen. Sie ist mir sehr wichtig. Auf dem Weg hierhin habe ich kein Wort gesagt. Warum auch? Sie würden mich nur schlagen oder ignorieren. Der Dicke führt mich unter Deck immer weiter runter, bis wir in einen Zellentrakt kommen. Dort gehen wir an mehreren Zellen vorbei. In einigen sitzen erwachsene Männer und in anderen Mädchen meines Alters. Die Männer versuchen nach meinen Kleidern zu greifen oder rufen mir beleidigende oder perverse Dinge nach. Die Mädchen hingegen sitzen in der hintersten Ecke der Zelle auf einem Bett, in eine dünne Decke gehüllt, sehen mir betroffen, traurig oder mitfühlend hinterher. Ich werde in eine dunkle Zelle geworfen und allein gelassen. Habe mir meine Hände beim Fall verletzt. Meine Zelle ist die hinterste, weswegen ich auf 2 Seiten Holz, auf einer die Eisentür, die auf den Flur führt, und auf einer Seite Gitterstäbe habe. Schnell richte ich mich auf, renne zu den Eisengittern und sehe in die gegenüberliegende Zelle. Weit hinten in der Dunkelheit erkenne ich eine kleine Gestalt. »Hey!« zische ich ihr leise zu. Keine Bewegung. »Ey!« versuche ich es erneut. Die Person hebt ihren Kopf. Ich stecke meinen Arm durch das Gitter und deute ihr an, näher zu kommen. Lange muss ich warten, bis die Person in das spärliche Licht tritt. Ein blondes Mädchen mit blauen Augen, ungefähr in meinem Alter. »Ich tu dir nichts«, beteuere ich flüsternd und nehme meinen Arm zurück. Das Mädchen tritt ebenfalls an die Gitter und umfasst die kalten Stäbe. »Was willst du?« fragt sie mich mit heiserer und zitternder Stimme. »Ich will nur mit jemandem reden. An so einem Ort braucht man Freunde«, lächle ich sie an. Sie sieht ungläubig von unten zu mir auf. »Wie kannst du so locker sein?« fragt sie mich nach einiger Zeit. Ich überlege kurz, meine passende Antwort zu finden. »Ich weiß ja noch nicht, was mit mir passiert«, grinse ich sie über beide Ohren an. »Ich weiß ja, dass ich hier locker rauskomme«, denke ich mir dazu. Ich spüre Schmerzen in meinem linken Bein, aber lange nicht so schlimm wie sonst. Ich versuche mich zu bewegen und meine Augen zu öffnen, doch beides misslingt mir. Ich höre Stimmen. Eine ist von Sashi. Wird sie wieder aufwachen? Keine Ahnung, das liegt an ihr. Die kalte Stimme von Trafalgar würde ich unter Tausenden wiedererkennen. Es gab Komplikationen, erklärte er beiläufig. Was hat sie denn überhaupt? Das hast du uns immer noch nicht gesagt. Hörte ich die angesäuerte Stimme von Pinguin. Er versucht so leise wie möglich zu sprechen. Eine ganze Weile ist es still. Trafalgar hat das Ding rausbekommen? Wie lange habe ich geschlafen? Wo bin ich überhaupt? Sind wir mittlerweile weitergesegelt? Hier, sagt nun Beppo. Sind sie alle bei mir? Was ist das denn? Keifen Pinguin und Sashi angewidert und fassungslos wie aus einem Munde. Ich will mitreden. Ich will Beppo knuddeln und Sashi und Pinguin wiedersehen. Steh auf! Mach die Augen auf! Schreie ich mich innerlich an. Ich muss mich bei Trafalgar bedanken und ich kneife die Augen zusammen und öffne sie einen Spalt. Durch das plötzliche Licht schließe ich sie gleich wieder. Erneut öffne ich meine Augen und drehe langsam meinen Kopf zu den Stimmen. Lore sitzt auf einem Stuhl an einem Schreibtisch und beobachtet die anderen. Beppo steht mit dem Rücken zu mir und Sashi und Pinguin besehen sich das Gerät. Warte noch 2 Minuten, sagt Lore gelassen mit einem prüfenden Blick auf die Uhr. Stille. Nach den längsten 2 Minuten der Welt bewegt sich das Gerät. Pinguin zuckt erschrocken zusammen und lässt es fallen. Sashi sieht bestürzt zu Trafalgar. Was ist das? Trafalgar seufzt, steht auf und nimmt das Gerät vom Boden. Es wird auf den Knochen, so rum, gesetzt und festgeschraubt, beginnt er und holt ein rohes Stück Fleisch hervor. Seht ihr die nagelähnlichen Nieten? Fährt er fort, legt das Stück Fleisch auf den Schreibtisch und die Maschine mit Druck darauf.
Nach weiteren 5 Minuten hört das Gerät auf, sich zu bewegen und Lore hebt es hoch. Das Fleisch ist vollkommen zerfetzt. Oh mein, bringt Sashi nur zwischen seinen Lippen herausgepresst. Ja, und das passiert am Knochen, ohne ihn zu brechen. Bringt der Captain seine Präsentation zu Ende. Das hatte sie im Bein? Was müssen das für Schmerzen gewesen sein? Nuschelt Sashi geschockt und verstört, bevor er dann gequält und mitfühlend zu mir sieht. Sofort weiten sich seine Augen, als ich ihn schwach anlächle. Die anderen folgen seinem Blick und reagieren bis auf den Arzt gleich. Sie starren mich regungslos mit vor Schock geweiteten Augen und einem bemitleidenden Ausdruck in ihnen an. Trafalgar kommt auf mich zu und misst, vollkommen in seiner Rolle als pflichtbewusster und emotionskalter Arzt, meine Werte. »Kannst du dich aufsetzen?« Ich nicke und tue das Gefragte. Mein Arm und mein Bein schmerzen nicht mehr so stark. Ich muss mit Medikamenten vollgepumpt sein. Ich sehe an mir runter. In meinem linken Arm steckt ein Schlauch. Mein Dächter ist frisch verbunden, mein Kopf jedoch nicht mehr und mein Bein ist in einem harten Gips. Trafalgar reicht mir ein Glas Wasser, welches ich zögerlich annehme. Nachdem ich das Glas geäxt habe, schmerzt mein Hals nicht mehr und ich stelle es auf den Tisch neben mir. Das Trio hat sich in der Zwischenzeit von ihrer Starre befreit und sich um mein Bett gestellt. In mir brennen tausende von Fragen, auf die ich eine Antwort haben möchte. Wie? Beginne ich und räuspere mich einmal. Meine Stimme klingt rau und leise. Wie lang habe ich geschlafen? 1 Woche, beantwortet mir der Halbbot kühl die Frage. Geschockt starre ich ihn an. Eine ganze Woche? Also habt ihr schon abgelegt? Frage ich, was mehr nach einer Feststellung klingt. Die Anwesenden nicken nur. Kurz versinke ich in meinen eigenen Gedanken, bis mir noch eine letzte, wichtige Frage in den Sinn kommt. Darf ich aufstehen? Der Größere mustert mich ruhig von oben bis unten, bis er schließlich ergeben nickt. Nur wenn du dich so wenig wie möglich bewegst und dich immer jemand begleitet. Ah ja, Sport kannst du erst einmal vergessen, fügt er monoton hinzu und möchte dann wortlos den Raum verlassen. Warte! Halte ich ihn unsicher auf und tatsächlich verharrt er in der Bewegung und sieht langsam über seine Schulter hinweg zurück zu mir. Danke, nuschle ich kleinlaut und weiterhin verlegen. Der Arzt bleibt noch einen Moment wie angewurzelt stehen, als wolle er etwas auf meinen Dank erwidern wollen, folgt dann jedoch wortlos seinem Vorhaben, das Zimmer zu verlassen. Genauso wie ich sieht das Trio ihm mit hochgezogener Augenbraue nach, bis sie sich wieder mir zuwenden. Süße, wir haben uns echt Sorgen gemacht, schießt Pinguin gleich drauf los und ergreift meine linke Hand. Wieso? Ihr kennt mich doch gar nicht, werfe ich in die Runde und senke betrübt meinen Blick. Pinguin scheint keine Antwort zu haben, was mir die Tränen in die Augen treibt. Ich weiß, aber du bist uns nach so kurzer Zeit schon ans Herz gewachsen, nicht wahr? Erklärt mir Sashi lächelnd und blickt dann hoch zu Beppo, welcher eifrig nickt. Ja, genau! Schreit Pinguin schon fast, weswegen ich zusammenzucke und Sashi ihm eine verpasst. Sashi-kun, wieso schlagt ihr euch? Frage ich ihn mit zittriger Stimme und Welpenblick. Er zuckt zusammen und hebt schnell beschwichtigend die Hände. Das ist genauso wie mit den Lachen, wenn sich jemand stößt. Ja, genau, es tut zwar kurz weh, aber es ist nicht ernst gemeint und eher freundschaftlich. Ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Versucht das Pinguin mir mit hektischen Handbewegungen zu erklären. Ich senke nachdenklich den Blick. Du sollst dich doch nicht mit anderen prügeln, keift mich mein Vater an und verpasst mir eine Beule, sodass ich in die Hocke gehen muss. Mir den Kopf haltend sehe ich zu ihm auf, blase beleidigt die Wangen auf. Sein Bruder und meine Mutter lachen herzhaft, während ich mir schmollend über die Beule streiche. Ach, du blöder alter Sack, motze ich ihn an und stelle mich wieder hin. Erneut lacht meine Familie, bis auch ich und mein Vater lachen müssen. Bei der Erinnerung muss ich breit grinsen und nicke schließlich dem Trio zu. Ja, ich weiß, was ihr meint, strahle ich sie an und muss belustigt feststellen, dass bei allen dreien ein Rotschimmer auf den Wangen liegt. Plötzlich knurrt mein Magen und alle außer mir fangen an zu lachen. Nun habe ich einen leichten Rotschimmer auf den Wangen und sehe zur Seite. Komm, wir begleiten dich. Es gibt bald Mittag, grinst Sashi und hält mir eine Hand hin. Ich ergreife sie, weiterhin zögerlich, und lasse mir aus dem Bett helfen. Pinguin hat bereits vorsichtig den Schlauch entfernt und geht nun voran. Ich sehe zu Beppo auf und halte ihm meine verletzte Hand hin. Er lacht kurz auf und ergreift sie dann vorsichtig. Mein Arm heilt gut, so zumindest Trafalgar, und ich muss nun keinen Gips mehr darum tragen, nur einen Verband, weswegen ich ihn einfacher bewegen kann. Durch die Schmerzmittel spüre ich fast nichts mehr. Ich kann nicht beschreiben, wie befreiend es ist, keine Schmerzen mehr zu haben. Sich wie eine Elfe federleicht bewegen zu können. Nun habe ich Beppo an der rechten und Sashi an der linken Hand. Zusammen gehen, ich humple, wir langsam in die Küche.